Das ist ein Volkswagen K70, Baujahr 1972. Ist eigentlich ein NSU-Projekt gewesen, wurde von Volkswagen aufgekauft. Ja. Und ist relativ selten auf deutschen Straßen noch zu sehen. Hi, ich bin Jenny, komme aus Berlin, bin 32 Jahre alt und schraube in meiner Freizeit an dem K70. Ja, ich bin Ronny, komme aus Treptow, 32, beruflich Altenpfleger, hobbymäßig Schrauber. Zu dem Auto an sich, wir hatten eigentlich damals eigentlich immer nach Käfer alles geguckt. Dann aber irgendwie bei Kleinanzeigen den K70 dann mal gesehen. Erst natürlich auf Merkliste gesetzt, wie immer. Und ja, dann weitergeguckt für andere Autos. Irgendwann auf die Merkliste geguckt, oh, da ist der K70 ja immer noch da. Ja, und dann wurde einfach mal spontan ein Wochenendtrip nach Königslutter. Genau. Angeguckt, gefahren, verliebt, gekauft. Und dann stand er erstmal in der Garage. Und dann war es erstmal, ja, was machen wir denn jetzt? Dann ging es erstmal los. Teile. Wo kriegst du Tuning-Teile her für dieses Fahrzeug? Teile, Tuning. Dann hatte Jenny Kontakt aus Bayern, Josef, gehabt. Der hatte da selbst irgendwas im Auto gehabt. Hatte dafür mal ein Fahrwerk, ein TA, Gewindefahrwerk für ein Golf 1, mal angefertigt, umgebaut mit CNC, frästen Teilen. Ja, da es ja nicht so eine große Auswahl gab, haben wir es gekauft. Eingebaut, Auto auf den Boden geschmissen, war natürlich zu tief, kam es aus der Garage nicht mehr raus. Ja, wieder ein bisschen angepasst, eingestellt. Dann ging es weiter mit den Felgen. Bei den Felgen, dazu muss man sagen, an den Radnamen hast du einfach mal eine Mittelzentrierung von 9 cm, 90 mm. Gibt es auch keine Felgen, die da so drauf passen. Ja, wieder. Keine Felgen. Gab es keine Felgen, nee. Nee. Dann, aber irgendwie haben uns dann die Realfelgen, die halt da drauf sind, gefallen. Die wurden halt auch erstmal gekauft und dann wurde überlegt, wie machst du das weiter mit den Felgen. Da kam dann wieder ein guter Kumpel, Sascha, ins Spiel. Der kannte wieder einen Kumpel in Chemnitz. Durch einen Freund. Konnten wir die halt dann so ein bisschen bearbeiten lassen, dass die auch passen. Ja, das eigentlich dazu. Ja, dann hat die Innenausstattung wurde halt komplett abgezogen von den Sitzen, damit, sag ich mal, halt die ganze Unterkonstruktion, die Fütterung auch kein Wasser abbekommt. Dann ja, mit Nasssauger alles bearbeitet, da kam richtig Plörre raus, richtig Dreck aus, keine Ahnung, damals 46 Jahren, wie alt das Auto da war. Dann wieder bezogen, aber auch bewusst mit ein paar Stellen, gerade am Fahrersitz auch gelassen. Da hast du halt gerade die Lehne so ein bisschen ausgefranst, aber ja, ich finde, weiß ich nicht, man kann so im Auto auch das Alter irgendwie ansehen. Soll man auch ansehen. Ja. Und was natürlich auch nicht fehlen durfte, ist dann halt irgendwie, hat man sich inspirieren lassen, wie bei so einem Golf 1 das halt ist, Auspuff so schön nach oben, schön ein bisschen nach links. Ja, musste halt bei denen irgendwie auch sein. Ja, und sonst hinten ein bisschen gebürtet, damit das mit den Felgen passt.
Ja, dementsprechend wurde beilackiert, was irgendwann jetzt leicht und nach vergilbt ist. Ja, jetzt haben wir ein paar Karosserieteile schon zusammengesammelt, um halt auch hinten mal die Tür, sag ich mal, komplett eine neue zu haben. Und dann ist eigentlich der Plan jetzt so nochmal lackieren und ja, schweißen, lackieren. Und ja, Jenny wünscht sich da eigentlich noch so ein Airweight da drin, ja. Was die nächste Herausforderung ist. Ja, zu den Felgen. Die Felgen sind eigentlich zusammengesammelt. Also wir hatten 9 Stück. Da ging es erstmal los, was für eine Felge nimmst du überhaupt? Was kannst du da draufstecken? Was kannst du bearbeiten? Weil auch nicht jede Felge natürlich dafür brauchbar ist, die innen drinne zu bearbeiten. Ja, wo das aber erledigt war, also die 4 Felgen auf dem Fahrzeug drauf, ging es los, welche Farbe. Natürlich sahen alle Grotten schlecht aus, keine hat geglänzt so wirklich. Die haben wir dann zusammen in der Garage ja, schwarz den Stern lackiert und Felgensilber das Bett. Sah natürlich ja, für den ersten Blick jetzt nicht so mega geil aus, aber ja, erstmal was. Ein befreundetes Pärchen von uns, Thomas und Eva, kam dann auf die Idee, man könnte ja als Geburtstagsgeschenk für Ronnys 30. Geburtstag die Felgen einfach mal hübsch machen lassen. Da ging es halt auch los, welche Farbe nimmst du, was halt auch ein bisschen zeitgenössisch aussieht und nicht übertrieben. Ja, die sind dann zu Indiv gegangen. Innerhalb von einer Woche wurden die Höhenschläge entfernt von den Felgen, die wurden repariert, also kleine Macken, die in den Felgen drin waren. Und dann in Gold der Stern gepulvert und das Bett poliert, sodass es dann auch ordentlich zum Auto aussieht. Ja, die habe ich dann auch geschenkt bekommen, genau zum Geburtstag, den Karton ausgepackt. Ja, dazu muss ich sagen, ich habe im Januar Geburtstag, das war ziemlich kalt. Denn nichtsdestotrotz hatte ich gleich nächsten Tag verkatert eigentlich die Felgen mit zur Garage genommen und erstmal gleich Probe gesteckt. Erstmal zu gucken, wie es aussah. War geil und ja, das sind halt die Felgen so, wie sie jetzt drauf sind. Ja, zu dem Gefühl mit dem Auto, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, alleine schon auf so einem Sitz zu sitzen, halt mit den Federn da drunter, wenn du da einsteigst, die Tür lauter zumachst und einfach mal das Auto am Wochenende, wenn du frei hast, aus der Garage holst, zur Tanke fährst. Alleine da wirst du schon voll gequatscht von 1, 2 Leuten, Ältere gerade, die dann sagen, ach hier, hatte ich auch mal. Oder ja, mit dem Auto bin ich damals im Urlaub gefahren, hatte meine Eltern mal und hast du nicht gesehen. Ja, dann kommst du da halt auch nach einer halben Stunde Quatschen irgendwann auch erst los und du fährst einfach. Und das ist eigentlich ein richtig geiles Feeling. Die Leute an der Seite, die dann stehen oder an die vorbeifahren mit einem Daumen hoch. Das ist einfach so ein bisschen, ja, flüchten aus dem Alltag und du bist einfach mal raus und kannst es einfach mal nur genießen. Das Beste ist halt noch, wenn gerade schon die Sonne strahlt und du einfach mal nur fahren. Und dann am besten eigentlich so die Devise, ja, der Weg ist das Ziel. Bedanken möchten wir uns bei Thomas und Eva, bei Sascha, bei Flo, bei Ralf, bei Josef und alle, die ich jetzt nicht erwähnt habe, natürlich bei denen auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, schreibt was in die Kommentare, was euch gefällt, was nicht. Und ich lese es mir gerne mal durch. Und wenn irgendwann mal wieder ein Treffen ist und man sich sieht, jeder Fragen hat, kann er ruhig mal ankommen, kann man mal quatschen. Und natürlich abonniert den Kanal. Auf jeden Fall. Ciao!